Hallo ihr Lieben, heute machen wir mal wieder einen tollen Auflauf zusammen und zwar einen, der wahnsinnig schnell geht. Wir machen einen Tortellini-Auflauf mit viel Gemüse in super leckerer, schneller Tomatensoße. Jetzt gucken wir uns die Zutaten an und dann gehen wir gleich in die Zubereitung. Viel Spaß beim Rezept! Für das heutige Rezept habe ich 2 Möhren, 2 Paprika, eine Schale TK-Erbsen, eine halbe Stange Lauch, 750 Gramm Tortellini, da könnt ihr nach eigener Wahl nehmen, etwas Kochsahne und 500 Milliliter passierte Tomaten verwendet. An Gewürzen benötigt man Salz, Pfeffer, Paprika edelsüß und Kräuter nach eigenem Geschmack. Ich habe hier so eine TK-Kräutermischung mit 8 verschiedenen Kräutern verwendet. Und natürlich benötigt ihr für einen Auflauf auch Käse. Auch da könnt ihr nach eigener Wahl entscheiden. Übrigens, das Rezept mit sämtlichen Mengenangaben und Zutaten findet ihr wie immer in meiner Videobeschreibung. Und da gibt es noch viel mehr zu entdecken. Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal rein. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr bei Amazon bestellt, dass ihr das über meine Links macht. Ich bekomme dann eine ganz kleine Provision und für euch wird das, was ihr bestellt, auch nicht teurer. So könnt ihr wunderbar meinen Kanal unterstützen. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich. Als allererstes erhitzen wir etwas Öl in einer Pfanne. Ich habe hier jetzt ein ganz normales Sonnenblumenöl verwendet. Es würde aber auch gut Olivenöl in diesem Fall gehen. Das Öl erhitze ich jetzt auf halber Stufe. Bei mir ist das dann Stufe 5 von 9. Und da die Möhren am längsten brauchen, kommen die als erstes ins Öl zum Braten. Ich persönlich finde, dass das Gemüse gebraten deutlich besser schmeckt, als wenn man es jetzt im Wasser kocht. Deshalb wird bei mir Gemüse, das in Aufläufe kommt, grundsätzlich angebraten. Und ihr braucht jetzt noch nicht einmal Wasser ans Gemüse geben, denn es wird uns nicht verbrennen. Wir salzen nämlich jetzt das Gemüse und durch das Salzen tritt aus dem Gemüse Wasser aus und das reicht vollkommen, damit das Gemüse beim Braten nicht anbrennt. Man sollte allerdings auch nicht zu viel Salz dran machen. Ich mache jetzt an meine 2 Möhren auch nur 2 Prisen Salz. Und für etwas mehr Geschmack kann man das Gemüse jetzt auch wunderbar schon mal mit Pfeffer bestreuen. Das macht ihr ganz individuell nach eurem eigenen Geschmack, je nachdem wie scharf ihr später möchtet. Dann rührt ihr das Ganze einmal durch und wie ihr seht, haben die Möhren auch schon ein bisschen Wasser ausgelassen. So, und jetzt machen wir nämlich den Deckel drauf. Dann bleibt die Feuchtigkeit im Gemüse drin und das Gemüse verbrennt nicht. Das Ganze lassen wir jetzt wirklich für 5 Minuten schön vor sich hin braten. Dann kommen die Paprikaschoten und der Lauch dazu. Und dann machen wir den Deckel auch wieder drauf und lassen das Ganze jetzt nochmal für 2 Minuten vor sich hin braten. Ein kleiner Tipp von mir: Für den Auflauf könnt ihr natürlich jede Gemüsesorte verwenden, die ihr so zu Hause habt. Ihr müsst euch dann nicht an das Rezept halten. Und das Gemüse je nach Gargrad in Etappen anbraten. Deshalb kamen bei mir zuerst die Möhren, dann die Paprika und zum Schluss der Lauch. Wenn ihr jetzt Blumenkohl oder anderen Kohl verwendet, muss es natürlich deutlich länger garen. So, und in der Zwischenzeit können wir schon mal die Tortellini vorbereiten. Dafür habe ich wirklich nur heißes Wasser im Wasserkocher gemacht und gebe dann gleich Salz in das Wasser und die Tortellini dazu. Ihr braucht in diesem Fall noch nicht mal euren Herd anzuschalten. Aber auch hier gilt, das Wasser wirklich kräftig salzen. Denn alle Nudelsorten brauchen viel Salz, damit sie später auch nach was schmecken. Wie ihr gesehen habt, habe ich eine Handfläche an das Wasser gegeben. So, und jetzt kommen die Tortellini ins Wasser. Die kleben jetzt allerdings sehr zusammen, aber da müsst ihr gar nichts weiter tun. Durch die Hitze lösen sich die Tortellini später ganz von alleine. Und wenn dann alle Tortellinis gleich drin sind, dann wird das Ganze einmal kurz durchgerührt. Denn das Salz kann sich so besser im Wasser und zu den Tortellinis verteilen. So, und jetzt machen wir einfach den Deckel auf den Topf und lassen das Ganze einfach so für 4 bis 5 Minuten stehen.
Und in der Zwischenzeit schauen wir nochmal nach unserem Gemüse. Und wenn ihr den Deckel abnehmt, dann lasst das Tropfwasser vom Deckel richtig schön ins Gemüse reinlaufen. So behält es schön Feuchtigkeit und kann nicht verbrennen. Jetzt auch mal wieder durchrühren. Und das Gemüse ist hier nicht verbrannt. Es hat nur ganz leicht Röstaromen bekommen und das schmeckt man hinterher auch. Jetzt wird das Ganze mit den passierten Tomaten abgelöscht. Und es fängt jetzt auch durch die Röstaromen des Gemüses richtig schön an zu duften. Einfach herrlich. Und in das passierte Paket Tomaten mache ich jetzt noch ein bisschen Wasser und schüttel das leicht. So bekommt ihr auch noch den letzten Rest heraus. So, und ich hatte jetzt noch ein bisschen Kochsahne übrig. Die gebe ich jetzt auch dazu. Das sind ungefähr noch mal so 50 bis 100 Milliliter. Und auch hier gebe ich noch einen kleinen Schluck Wasser hinein, damit man auch den Rest der Sahne noch aus dem Paket herausbekommt. Außerdem brauchen wir die Flüssigkeit später für den Auflauf. So, und jetzt verrühren wir das Ganze erstmal richtig schön, damit sich auch alle Komponenten schön miteinander verbinden können. So, das Süßchen, das sieht doch jetzt schon mal richtig lecker aus. Es hat eine typische helle Farbe bekommen jetzt durch die Zugabe der Sahne. Wenn ihr keine Kochsahne verwenden wollt, könnt ihr auch wirklich ohne Probleme Schlagsahne verwenden. Oder ihr lasst sie einfach weg und habt den puren Tomatengenuss. Für mich war das jetzt eher eine Resteverwertung, da die Sahne jetzt weg musste, da sie schon 2 Tage offen stand. So, und nun braucht die Tomatensoße natürlich auch noch eine leckere Würze. Ich würze hier mit Salz. Das ist jetzt ungefähr so ein halber Teelöffel erstmal. Dann gebe ich natürlich Pfeffer für den Geschmack dran. Ich benutze jetzt hier weißen Pfeffer. Ihr könnt auch Pfeffer aus der Mühle oder schwarzen Pfeffer verwenden. Und natürlich benutze ich auch mein Mitlieblingsgewürz Paprika edelsüß. Also das kommt bei mir fast an jedes Essen dran. Ja, und an jede gute Tomatensoße gehört unbedingt eine kräftige Prise Zucker. Das hebt einfach den Geschmack der Soße und den Geschmack der Tomaten hervor. Also nicht vergessen, diese Prise Zucker, die ist wirklich wichtig. Jetzt rühren wir das Ganze erstmal gut durch, damit sich die Gewürze auch richtig schön entfalten und verteilen können. Und jetzt lassen wir das Söschen erstmal noch so ein bisschen vor sich hin köcheln, bis gleich alles soweit vorbereitet ist. Jetzt wird es Zeit, einmal nach den Tortellini zu schauen und wie ihr seht, die schwimmen jetzt oben, die sind perfekt so. Jetzt könnt ihr einmal mit so einer Grillzange oder einem anderen Behelfsmittel die Tortellinis ein bisschen auseinanderwuseln, da sie sich jetzt ganz leicht voneinander lösen. Ja, in die Soße kommen jetzt zum Schluss noch die TK-Erbsen und die Kräuter. Die Kräuter sind leider mal schon wieder drin, aber das macht ja nichts, wenn ihr das jetzt nicht gesehen habt. Die packt ihr einfach mit rein, dann rührt ihr das Ganze nochmal gut durch, könnt ihr den Herd schon ausschalten und die einfach noch so 2 Minütchen in der Soße ziehen lassen. Und jetzt wird es Zeit, die Soße einmal abzuschmecken, ob auch schon genug Gewürze dran sind. Also bei mir fehlt definitiv noch Salz, deshalb gebe ich jetzt noch mal eine kräftige Prise Salz dazu. Das ist ungefähr 1 Teelöffel. Jetzt das Ganze noch mal gut durchrühren und noch mal abschmecken. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe meinen persönlichen Geschmack vollkommen getroffen. Ich finde es perfekt. Ja, und jetzt kommt natürlich das Allerbeste am Tortellini-Auflauf oder generell an Aufläufen, der Käse. Und ich kann euch nur beherzigen, wirklich mal verschiedene Käsesorten miteinander zu mischen. Es passen sehr gut leichte Käsesorten mit deftigen Käsesorten zusammen, zum Beispiel ein Gouda mit einem Parmesan. Ihr könnt auch Weichkäse und Hartkäse mischen, sowie Mozzarella und Gouda. Oder ihr nehmt einfach das, was ihr zu Hause habt. Ich habe auch schon Tilsiter und Goudascheiben verwendet oder Schmelzkäsescheiben. Ganz egal, Käse ist immer gut. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze später noch aussieht. So, und jetzt kommt erstmal zusammen, was zusammengehört. Unten kommen die Tortellini rein,
Obendrauf die leckere Soße. Bei diesem Rezept ist, wie ihr seht, eine große Auflaufform wirklich vom Vorteil. Und das Rezept reicht locker für 5 Personen. Die Soße, die wird jetzt einfach ein bisschen über den Tortellini verteilt, damit die Tortellini richtig abgedeckt sind. Also wenn das mal nicht lecker aussieht, was für eine tolle Farbmischung. Orange, Rot und die tollen grünen Erbsen. Das macht doch Appetit auf mehr. Ja, und jetzt kommt das Allerbeste, jetzt kommt der Käse zum Einsatz. Ich habe hier Gouda Mittelalt mit Parmesan und Gouda Jung gemischt, weil ich diese 3 Käsesorten noch von jedem etwas da hatte und das jetzt alles einfach auch mal weg muss. Wie gesagt, an Käse könnt ihr euch wirklich ausprobieren und einfach verschiedene Sorten zusammen mischen. Der Auflauf sollte komplett mit Käse abgedeckt sein. Bei dieser Auflaufgröße sind das ungefähr Pi mal Daumen 200 Gramm Käse. Und wenn der Auflauf abgedeckt ist, dann kommt das Ganze bei 180 Grad Umluft in den vorgeheizten Backofen und zwar für ungefähr 15 bis 20 Minuten. Denn es muss ja nur der Käse schön braun werden. Alle anderen Komponenten sind ja in dem Sinn schon gar. So, jetzt ist unser Auflauf fertig und ich zeige euch nachher natürlich auch noch das Ergebnis. Das kann ich euch einfach nicht vorenthalten. Ich verabschiede mich schon mal und hoffe, dass euch das Rezept gefallen hat. Bis bald. Tschüss. Ja, und hier seht ihr es, das tolle, leckere Ergebnis. Ein wunderbarer Auflauf. Der Käse ist richtig schön goldgelb überbacken. Einfach klasse. Ja, ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wie immer gefallen. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Ich freue mich auf euch. Tschüss.